Yo Yannick, ich habe einen Puffi und ich will eine richtig geile Kelle. Da bist du hier genau richtig. Ich würde aber sagen, bei dem Preis sagen wir nicht mehr Kelle, sondern Schläger. Sehr cool. Ich bin gespannt, ob man zwischen 30 und 50 Euro schon einen recht vernünftigen Schläger finden kann. Let's go. Ja. Okay. Wir haben hier ein paar Sachen vorbereitet. Wir testen nämlich heute die besten 6 Schläger zwischen 30 und 50 Euro. Mal schauen, ob was Gutes dabei ist. Wir haben sogar einen von Ovtcharov himself. Da schauen wir mal, ob wir damit ein paar Rückhände durchfeuern können. Ja, ganz wichtig noch zu erwähnen, wir testen nur Fertigschläger. Das heißt, wir testen jetzt keine konzipierten Schläger, sondern nur Schläger, wo die Belege schon raufgeklebt sind. Mal schauen. Außerdem sind alle Schläger ITTF zugelassen. Also ihr könnt damit direkt in den Turnieren loslegen. So, ich habe hier den ersten Schläger, den Palio Expert 3. Er wird zusammen mit einer Expert-Hülle geliefert. Ist schon mal ganz geil, wenn man draußen zockt damit. Er kostet 40 Euro, ist ein Amazon-Bestseller. Die Marke Palio sagt mir so aus dem Tischtennis-Genre gar nichts. Mal schauen, ob die Marke trotzdem überzeugen kann. Ist eine chinesische Marke. Ich bin gespannt, was der Schläger zu bieten hat, ob man damit schöne Topspins spielen kann und ob sich die 40 Euro lohnen. Lorenz, was hältst du von dem Palio Expert 3? Bringt er was? Ja, ich muss sagen, ist ein geiler Schläger. Kann richtig schön Spin machen, ist kontrolliert. Ich fand, man konnte die Schläge genauso spielen eigentlich wie mit einem Profischläger. Das Einzige, was man wirklich merkt, ist, dass hier nicht so ein Bums rauskommt wie aus meinem Schläger. Aber für Anfänger bis leicht fortgeschritten ist dieser Schläger, finde ich, sehr gut geeignet, weil er Spin annimmt, weil er Spin erzeugen kann, weil man weich damit spielen kann. Man kann immer über den Ball gehen. Der Ball greift schön in diesen Gummi rein. Mir gefällt der wirklich sehr gut. Ja, ich muss sagen, ich stimme zu. Also ich war echt überrascht. Das ist so der erste Schläger, den ich getestet habe, wo ich denke, in der Preiskategorie, okay, aber bis 1800 wird es reichen. Ja. Also ich konnte echt jeden Schlag damit machen. Aufschläge gingen so wie sonst auch immer. Man hat es, glaube ich, im Video ganz gut gesehen. Ein paar Gegentopspins ging auch ganz gut. Ich konnte fest spielen. Man merkt schon wirklich, wenn man viel Tempo macht, ist er ein Ticken unkontrollierter als jetzt die Profischläger. Aber für Anfänger bis Fortgeschrittene ist das auf jeden Fall eine super Sache. Ja, und was noch cool ist, du kannst die Belege austauschen, wenn du die runtergespielt hast, weil du die Belege hier einzeln kaufen kannst. Ja. Und das ist natürlich nachhaltig, da man nicht den ganzen Schläger neu kaufen muss. Ja, und man kann sich nach Bedarf, wenn die abgespielt sind, nochmal neue Belege raufklatschen, was ich sehr cool finde für einen Schläger in dieser Preiskategorie. Mich hat er wirklich überzeugt, obwohl ich die Marke nicht kannte. Ja, same, Marke kannte ich auch nicht, aber von uns aus auf jeden Fall Kaufempfehlung. Okay. Kommen wir jetzt zum Stiga Royal 3-Star WBL. Die Marke Stiga aus Schweden ist sehr bekannt in der Tischtennisszene, bekannt für gute Qualität. Den hier kriegt man für zwischen 40 und 50 Euro, je nach Angebot. Sehr schöne Verpackung, wie ich finde. Und ja, 4,2 Sterne auf sehr viele Bewertungen bei Amazon. Mal schauen, was das Ding zu bieten hat. Let's go! Okay, Yannick, was sagst du zum Stiga Royal WAB? Ich habe gehört, um die 40 Euro kostet der und hat eine Menge positive Bewertungen mit 4,2. Ich glaube, über 600 Bewertungen. Was sagst du dazu? Also ich muss sagen, das kann ich absolut nicht bestätigen. Das war, glaube ich, auch unter dem unter 30 Euro Video, wäre das einer der schlechtesten Schläger gewesen, die ich je gespielt habe. Damit kannst du keinen normalen Topspin machen. Wenn du konterst, fliegen die Bälle schon gerade nach unten. Na klar kann man mit ein bisschen Touch die Bälle übers Netz kullern, aber mit Tischtennis hat es wenig zu tun und Techniken kann man damit erst recht nicht erlernen. Also hier bin ich von der Marke Stiga, die ich eigentlich sonst sehr gerne mag, sogar meine Schuhe habe ich von da. Hier bin ich von dem maßlos enttäuscht. Was sagst du? Ich sehe es genauso. Also ich glaube, die Bewertungen kommen daher, dass einfach die Leute keine Ahnung haben, wie sich ein guter Schläger anfühlt, weil du kannst damit ja wirklich keinen technisch sauberen Schlag spielen. Das hat auch nichts mit Kontrolle zu tun. Der nimmt einfach keinen Spin an. Ich muss auch sagen, da ist die Marke mehr Schein als Sein. Das Beste an dem Schläger ist die Verpackung und der Schläger an sich, finde ich, damit kann man nicht spielen. Also werft eure 40 Euro nicht hierfür raus. Jo. So, kommen wir jetzt zu dem ersten Fertigschläger von der Marke Butterfly. Butterfly selbst hat viele Tischtennis-Fertigschläger und ist auch eine sehr bekannte Marke im Tischtennisbereich. Ich teste den Timo Boll Black. Der hat ungefähr 4,5 Sterne auf Amazon. 40 Euro. Mit 40 Euro ist man hier dabei. Vielleicht kennt der ein oder andere ja auch sogar den Spieler. Mal schauen, ob in dem Schläger sogar Timo Boll drin steckt. Let's go. Gleich. So Lorenz, kommen wir zum Timo Boll Black. Yes.
Was hältst du davon? Kann er mit unserem ersten Schläger mithalten oder was? Ich muss sagen, leider nein, aber er ist jetzt nicht deutlich weiter da hinten. Man kann damit schöne Schläge spielen, man kann die Schläge auch so üben, wie man es technisch dann sauber spielt, aber er erzeugt leider nicht so eine schöne Flugkurve. Der nimmt nicht ganz so viel Spin mit. Es sind kleine Nuancen, aber mir gefällt der erste Schläger, den wir getestet haben, der gefällt mir besser. Trotzdem ist es absolut kein schlechter Fertigschläger, das muss ich auch dazu sagen. Preis-Leistung ist echt gut, Verarbeitung gefällt mir auch. Es ist nur so, dass bei dem anderen vielleicht die ein oder anderen Schläge noch ein bisschen besser gelingen, für meinen Geschmack. Was ist dein Geschmack? Ja, mein Geschmack ist ähnlich. Ich muss sagen, ich fand, der andere Schläger hatte ein bisschen bessere Flugkurve. Hier hat man das Gefühl, dass der Ball sehr glatt rausspringt. Und dadurch, gerade wenn man den Ball festspielen will, ist es halt sehr schwer, weil der Ball wirklich gerade wie eine Eins fliegt. Und sonst hatte der immer noch so ein bisschen Bogen und man hatte das Gefühl, dass er eine längere Kontaktzeit hat als mit dem hier. Trotzdem ist es gar kein Vergleich zum zweiten Schläger, zu dem von Stiga. Also es ist kein rausgeschmissenes Geld. Ich fand nur den ersten etwas angenehmer. Sehe ich genauso. Alrighty, Alrighty. hau mal rein. Kommen wir zum nächsten Schläger und zwar den Jola Carbon X Pro. Das ist die Weiterentwicklung von dem Jola Carbon, den wir in dem unter 30 Euro Video getestet haben. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut gerne mal rein. Jetzt testen wir die Weiterentwicklung, der ist ein Ticken teurer, nochmal ein bisschen besser hoffentlich und wir schauen, wie er funktioniert. Let's go! Okay, Yannick, was ist deine Meinung zum Jola X Carbon? Ich muss sagen, nach unserem ersten Schläger habe ich gedacht, das kann nicht mehr besser werden. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Also was Jola hier angestellt hat für den geringen Preis, ist echt beeindruckend. Ich muss allerdings sagen, es ist kein Anfängerschläger. Wenn ihr gerade das erste Mal an die Steinplatte geht, das ist nichts für euch. Der hat ordentlich Karacho, da ist ordentlich Wumms dahinter. Dadurch ist er natürlich auch nicht ganz so einfach zu kontrollieren. Das heißt, die Bälle werden für Anfänger erstmal öfter rübergehen. Ich würde daher sagen, eher was für Fortgeschrittene. Mit dem konnte ich wirklich spielen wie mit meinem normalen Profischläger auch. Was sagst du, Lorenz? Ja, ich habe nichts hinzuzufügen. Für den absoluten Anfänger, wie du gesagt hast, ist es nichts. Man braucht schon etwas eine Technik. Der Arm darf einen nicht immer irgendwie abhauen, sonst ist der Ball ganz schnell weg. Das muss schon alles einigermaßen stabil funktionieren. Aber für den Preis, ich hätte nicht gedacht, dass wir hier einen Schläger finden, mit dem wir wirklich unsere Schläge so spielen können wie mit unserem richtigen Schläger. Und es geht damit. Jetzt natürlich nicht auf diesem hohen Niveau, aber es geht damit wirklich ganz gut und das ist schon stark. Kommen wir nun zu dem nächsten Fertigschläger vom Butterfly. Diesmal steckt nicht Timo Boll drin, sondern Ovtcharov. Bin sehr gespannt, wie er sich hier mit dem Schläger verkauft. Er ist recht neu auf dem Markt. Seit einem Jahr kann man ihn erwerben. Kostet zwischen 30 und 40 Euro, je nach Angebot. Hat um die 35 Bewertungen auf Amazon mit einer Punktezahl von 4,3. Ich bin gespannt, was der Schläger zu bieten hat. Let's go! So, kommen wir zum Ovtcharov Striker von Butterfly. Was hältst du von der Kette? Ja, also erstmal würde ich sagen, das kann man schon fast Schläger nennen, weil der ist gar nicht so schlecht. Ich fand, mit dem kann man ganz gut die Topspins spielen. Was ich richtig komisch fand, ist, der hört sich sehr hohl an, besonders auf der Rückhand. Auf der Vorhand habe ich ein volles Gefühl, aber auf der Rückhand, weil meine Technik ein bisschen anders ist und ich den Schläger ein bisschen anders halte, habe ich nicht so ein tolles Gefühl. Also da gibt es schon Unterschiede. Auf jeden Fall trotzdem, die Schläge gelingen sehr gut. Man kann damit Spin erzeugen. Er ist sehr schwer, das muss ich auch dazu sagen. Deswegen würde ich sagen, ist er nicht für Anfänger oder Kinder geeignet vor allem. Der Timo Boll Schläger, den fand ich ein bisschen besser. Aber ja, ist auf jeden Fall kein schlechter Schläger, das würde ich sagen. Was sagst du zu dem Schläger? Ja, so viel habe ich auch nicht hinzuzufügen. Mir hat er nicht so gut gefallen. Klar, die Grundschläge und sowas gehen alles. Ist kein rausgeschmissenes Geld. Ich fand den davor trotzdem einen Ticken besser. Auch weil er sehr schwer ist. Also wenn ihr vielleicht einen riesen Bizeps habt, ist das was für euch. Aber für mich war er ein Ticken zu schwer und Feeling auf der Rückhand war jetzt auch nicht so gegeben. Von daher nichts für mich. Genau. Kommen wir jetzt zum Butterfly Team Champion. Das ist jetzt der dritte Butterfly-Schläger, den wir testen. Wir vergleichen die natürlich auch untereinander miteinander. Die Marke, wie schon gesagt, ist super bekannt. Dieser ist relativ neu, ein Jahr ist der alt, hat deswegen auch nur 51 Bewertungen, da aber 4,4 Sterne. Wir schauen, ob die Bewertungen recht haben und ob er wirklich gut ist oder ob es ein Reinfall ist. Let's go!
Okay, Yannick, wir haben ja jetzt schon einige Butterfly-Fertigschläger getestet. Was sagst du zum Butterfly Team Champion? Ich muss sagen, der Team Champion ist für mich kein Team Champion. Von den Butterfly-Schlägern mit Abstand der schlechteste. Ja, mit dem kannst du keine ordentlichen Techniken trainieren, finde ich. Der Ball ist sehr träge. Er ist sehr leicht, das muss man als Vorteil hervorheben. Das heißt vielleicht sogar was für Kinder. Ja, was sagst du dazu, Lorenz? Ja, ich muss Ähnliches sagen, leider. Also im Vergleich zu vielen Schlägern, die wir heute getestet haben, schneidet der mit am schlechtesten ab. Da gibt es deutlich bessere Varianten. Und man muss immer ganz doll nach oben spielen. Das ist kein Push nach vorne wirklich möglich, nur mit viel Krafteinsatz. Und so sollte das eigentlich nicht sein. Genau, deswegen finde ich, ist das keine gute Alternative und man kann sein Geld besser investieren. So sieht's aus. Okay, wir haben jetzt einige Fertigschläger getestet von 30 bis 50 Euro in dem Preissegment. Yannick, was war dein Favorite? Also unser Overall-Favorite-Testsieger für fortgeschrittene Spieler ist für uns der Jola Carbon X Pro. Der hat für uns echt in allem überzeugt. Allerdings, wie gesagt, für etwas Fortgeschrittene, weil er schon ordentlich Karacho mit sich gebracht hat. Für uns auf dem zweiten Platz und vor allem für Kinder und Anfänger der beste Schläger ist der Palio Expert. Der ist auch von den Schlägern heute etwas teurer, so mit 40 Euro, aber das lohnt sich auf jeden Fall, das Geld. Was sagst du zu dem Rest? Ja, also wir haben ja nicht nur Gold getestet hier, sondern leider auch eine wirkliche Käuferfalle. Und zwar, das ist der Schläger hier von Stiga. Der ist mit der teuerste gewesen von allen Schlägern, die wir getestet haben. Knapp 50 Euro und das ist wirklich rausgeschmissenes Geld, den würde ich nicht empfehlen. Wenn man jetzt auf Marke steht, Jola ist natürlich eine gute Marke, aber die High-End-Marke im Tischtennis ist schon Butterfly. Da haben wir haben ja 3 Schläger getestet und wir finden der von Timo Boll. Der Timo Boll Black ist hier der beste. Ist auf jeden Fall ein solider Schläger. Für uns natürlich nochmal nicht der beste jetzt gewesen, aber mit dem kann man gut spielen. Ja. Dann, ciao Leute, liked das Video, abonniert gerne. Lasst auch gerne einen Kommentar da, was euch gefallen hat, welchen ihr euch jetzt direkt kauft. Links sind alle in der Videobeschreibung. Kauft da gerne über unseren Link. Für euch entstehen keinerlei Mehrkosten. Uns unterstützt ihr dabei, solche geilen Videos zu drehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Bis dann.